Du hast Schmerzen im unteren Rücken oder in den Beinen oder du willst einfach deine Stabilität und deine Beweglichkeit verbessern. Dann ist dieses Training genau das Richtige für dich. Ein starker Rumpf und stabile Beine sind für jeden wichtig. Sie verbessern deine Haltung, entlasten die Gelenke und machen alltägliche Bewegungen wie Gehen, Treppensteige oder längeres Stehen einfacher. In nur 10 bis 15 Minuten kannst du deine Muskulatur stärken, Schmerzen lindern und dein Gleichgewicht fördern. Und das Ganze ganz bequem von zu Hause mit nur einem Handtuch. Also, lass uns direkt starten. Für die erste Übung, die dient zur Stärkung deiner hinteren Oberschenkelmuskulatur, genauso wie Gesäß und auch den unteren Rücken. Dafür solltest du dich auf den Boden hinlegen. Wichtig ist, dass der Boden richtig schön glatt und rutschig ist. Du faltest dein Handtuch ein paar Mal zusammen und es soll mindestens die Breite haben von deiner Hüfte. Leg dich mal auf den Rücken hin und platziere nun deine beiden Ferse auf das Handtuch drauf. Deine Füße sind aufgestellt, sodass die Ferse auf dem Boden sind. Deine Beine sind hüftbreit auseinander. Deine Hände, die drückst du jetzt halt nach unten gegen den Boden. Als erstes hebst du dein Becken vom Boden hoch, bis du in eine Linie bist. Nicht so weit nach oben, dass du ein Hohlkreuz bist, aber auch nicht so weit hier unten bleiben. Also in einer Linie mit Knie, Hüfte, Schulter und in oberer Partie. In dieser Position versuchst du nun, die Beine langsam zu strecken, aber das Gesäß muss noch in der Luft bleiben. Und erst dann, wenn die Beine gestreckt sind, senkst du dann auch das Gesäß. Wieder das Handtuch zu dir ranziehen, Becken einmal heben, oben angekommen, dann langsam die Knie strecken. Wenn die Beine gestreckt sind, dann auch den Rumpf absenken. Und diese Übung führst du nun 20 Mal durch. Beide Beine nach oben, Gesäß angespannt, Knie strecken, das Handtuch nach vorne bringen und dann auch das Becken senken, um alles wieder von vorne zu beginnen. 2 Serien solltest du durchführen von 20 Wiederholungen, ganz langsam und du wirst auch ganz bestimmt die hinteren Oberschenkelmuskulatur gut spüren. Zwischen einer Serie und die nächste lässt du dir dann 40 bis 50 Sekunden Pause. Und 2 Serien gelangen dann auch. Für Menschen mit Rückenschmerzen, Knieschmerzen, Hüftschmerzen ist genau diese Übungssequenz das Richtige. Wenn du jemanden kennst, der das gut gebrauchen kannst, dann schick ihm dieses Video. Ich bin mir sicher, dass danach die Beine stabiler sind. Und weiter geht's mit einer Kräftigungsübung, nun für die vordere Partie. Also Oberschenkel vorne, Hüftbeuge und auch Bauchmuskulatur. Dafür solltest du die jetzt umdrehen. Das heißt, davor haben wir auf den Rücken gelegt und bei dieser Übung setzt du jetzt das Handtuch wieder auf den Boden und kniest dich drauf. Deine Hände sind jetzt unterhalb von der Schulter. Um die Übung leichter zu machen, kannst du die nun auch zum Beispiel auf ein Sofa, den Händen oben auf dem Sofa ablegen oder auf dem Bett. Je höher dein Oberkörper ist, desto leichter ist die Übung. Die schwierigste Variante wäre dann mit Händen auch auf dem Boden. Deine Knie sind jetzt gebeugt in 90 Grad und in dieser Position versuchst du nun, die Knie nach hinten zu schieben, bis du in ungefähr so einer Plank Position bist, das heißt in einer Linie von Schulter, Becken und Knie. Und in dieser Position ziehst du dich nun wieder zurück, nach vorne. Also wieder nach hinten schieben, Knie gegen den Boden, Oberkörper stabil. Spann deine Bauchmuskulatur und die Rückenmuskulatur ein, dass du nicht in Hohlkreuz fällst, bis du ungefähr in eine gute Linie bist von Schulter und Hüfte und dann wieder nach vorne ziehen zu 90 Grad. Bei dieser Übung solltest du dann halt bei den hinteren nach hinteren gehen, die Bauchmuskulatur spüren und auch die vordere Hüftmuskel. Und wenn du nach vorne kommst, die Oberschenkel- und Beckenmuskulatur. 20 Wiederholungen und davon 2 Serien. Für die nächste Übung geht es nun um die Dehnung der hinteren Oberschenkel, aber auch
den Rückenmuskulatur. Dafür brauchst du jetzt das Handtuch und du beginnst die Übung mit deinen Beinen gebeugt und du gehst so weit nach hinten, dass dein Rücken, das Becken, den Kreuzbereich komplett an der Wand dran ist. Auch dein Schulterbereich soll jetzt halt erstmal an der Wand fixiert sein. Dann nimmst du das Handtuch und umfasst deine beiden Füße und ziehst das erste die Füße zu dir ran. Nun streckst du langsam die Knie so weit wie du kannst und ziehst noch zusätzlich den vorderen Bereich vom Fuß zu dir ran. Wenn du hier die maximale Dehnung erreicht hast, jetzt geht es darum, dass auch der Rücken eine Dehnung erfährt. Und dafür machst du jetzt halt deine Wirbelsäule so rund wie möglich. Das heißt, Kopf zum Brustbereich und dann auch den Brustkorbbereich nach vorne bewegen. Zieh weiter das Handtuch zu dir ran, die Knie bleiben komplett durchgestreckt und du bewegst deinen Brustkorb Richtung Oberschenkel. Und in dieser Position verbleibst du nun für 30 Sekunden. Du solltest nicht nur die Oberschenkelmuskel spüren oder die Kniekehle sozusagen, aber auch den Rücken. Und das Ganze wiederholst du dann für 3 Mal. Nicht nur eine Dehnung brauchst du von der hinteren Partie, sondern vor allem auch Kräftigung. Und dafür sind nun die beiden nächsten Übungen. Jetzt rollst du dein Handtuch so eng wie möglich zusammen, dass du ungefähr so eine kleine Rolle hast. Leg die auf den Bauch und dann platzierst du diese kleine Rolle neben deine Fersenbereich. Also klemm die Unterschenkel zusammen mit dem Handtuchrolle. Und jetzt spannst du die Muskulatur so doll an vor der Oberschenkel innen, dass du den Kontakt nicht verlierst, dass das Handtuch nicht nach unten wegfällt. Ja? Und als erstes beugst du nur mit voller Kraft die Knie, so dass du die Ferse Richtung Gesäß reinbringst. Achte darauf, dass die vordere Partie vom Becken die ganze Zeit unten an dem Boden bleibt. Du beugst die Knie so weit wie du kannst zu dir ran. Das Handtuch ganz eng zusammendrücken, dann hast du auch Oberschenkel-Innenbereich und dann langsam wieder senken. Das Becken und auch die Lendenwirbelsäule soll die ganze Zeit stabil bleiben. Zu Beginn ist diese Übung ganz einfach und deshalb solltest du auch mindestens 20 Wiederholungen davon durchführen. Langsam wieder runterlassen und dann wieder Handtuch zusammendrücken. Du wirst auch, wenn du wirklich das Handtuch gut zusammendrückst, spürst du auch deinen ISG-Bereich. Und dann zu dir ranziehen. 2 Serien, jeweils 20 Wiederholungen. Und wenn du die fertig hast, dann geht es auch gleich weiter mit der Stärkung von der Gesäßmuskulatur. Bleibe mit deinen Knie jetzt in 90 Grad, so ungefähr. Drück das Handtuch zusammen und versuche in dieser Position jetzt die Oberschenkel hochzuheben. Spann ganz bewusst dein Gesäß und auch der unteren Rücken, da wirst du die Spannung spüren und löst dann die Spannung wieder. Und noch einmal nach oben, die Oberschenkel von dem Boden heben, Ferse Richtung Decke, Gesäß anspannen und dann wieder lösen. Der Bewegungsausmaß hier ist ganz klein, aber du wirst ganz bestimmt Gesäß und unteren Rücken gut spüren können. Ebenfalls hier sollen das 2 Serien werden von jeweils 20 Wiederholungen. Bleibe immer kurz in die Spannung dran, um das dann wieder zu lösen. Wenn dir dieses Video gefällt und du weiter wissen möchtest, wie du mit einfachen Übungen von zu Hause deine Gesundheit verbessern kannst und auch deine Schmerzen lindern kannst, dann abonniere meinen Kanal. Hier zeige ich dir jede Woche neue Übungen für deine Gesundheit. Für die nächste Übung weiterhin mit der Handtuchrolle und die platzierst du jetzt wieder zwischen deiner Unterschenkel. Setz dich auf den Stuhl hin und lass ungefähr die Hälfte von deiner Oberschenkel gut auf dem Stuhl platziert. Je weiter du nach hinten sitzt und mehr Kontaktfläche hast, desto leichter ist die Übung. Je weiter du nach vorne dich hinsetzt, desto schwieriger ist die Übung. Deine Hände sollen sich zusätzlich jetzt halt an der Lehne festhalten, damit du einfach vom Rumpf her eine stabile Grundlage hast. Und von dieser Position aus
Versuchst als erstes, das Handtuch zusammenzudrücken. Du wirst automatisch den inneren Bereich jetzt halt die Aktivierung von der Muskulatur spüren. Und dann streckst du die Knie so weit wie du kannst nach oben, bis dein Knie komplett durchgestreckt ist. Halte diese Position für ein paar Sekunden und senke es dann wieder ab. Wichtig bei dieser Übung ist, dass du versuchst, dass dein Rumpf komplett gerade bleibt und nicht nach hinten abweichst. Also nochmal von der Seite gezeigt, halte dich an der Lehne fest, streck deine Knie, bis die Knie gestreckt sind, aber du gehst nicht nach hinten mit dem Rumpf. Falls es bei dir passiert, ist ein Zeichen dafür, dass deine hinteren Oberschenkelmuskeln zu verkürzt sind. Im besten Fall sitz dich dann doch hin an der Lehne an einem Stuhl und lehn dich wirklich hinten komplett dran, bis du diese 90-Grad-Stellung hast. Bleibe dort und streck die Knie nur so weit, bis du den Rumpf nicht nach hinten bekommst, beziehungsweise forciere die Streckung und gleichzeitig spann Bauch und Rücken an, damit der Wirbelsäule stabil bleibt. Wenn du Kniebeschwerden hast, kannst du mir sicher sein, dass diese Übung dir richtig gut tun wird. Knie gestreckt, ebenfalls hier sollen das 20 Wiederholungen werden, damit die Muskulatur auch ermüdet und auch diese Reizung, dieser Trainingseffekt zum Einsatz kommt. 20 Wiederholungen, 2 Serien davon. Und auch gut flexibel sollen deine Oberschenkelmuskeln sein. Und dafür ist dann diese letzte Dehnungsübung. Nimm das Handtuch, platziere das einmal um dein Sprunggelenk drum, stell dich hin. Am besten ist, wenn du dich noch irgendwo am Stuhl festhältst oder am Tisch oder irgendwo, wo du jetzt halt mit dem Gleichgewicht jetzt nicht so viel zu kämpfen hast. Und das Erste, was wichtig ist, ist, dass beide Beine in eine Höhe sind. Wenn jetzt eine Oberschenkel zu weit nach vorne ist, kannst du das Knie ganz weit beugen, aber du wirst keine Dehnung-Effekt haben, weil die Oberschenkelmuskeln, die haben auch ihren Ansatz, oder eins davon, hat auch seinen Ansatz vorne an der Hüfte. Das heißt, die Hüfte muss mindestens in eine Linie sein, wenn nicht etwas gestreckt, und die beiden Beine auf einer Ebene, und dann ziehst du die Ferse, das Handtuch nach oben Richtung Gesäß, so dass du die Ferse Richtung Po bringen kannst. Und ebenfalls in dieser Position verbleibst du nun für 30 Sekunden. Achte auch darauf, dass dein Bein nicht unbedingt zu viel schließt, sondern schön in der Hüftbreit bleibt, und dann ziehst du Ferse Richtung Po hin. 30 Sekunden lang für jede Seite solltest du das wiederholen und davon mindestens 3 Serien. Mit dieser Übungssequenz erreichst du nicht nur eine Stärkung der Muskulatur, aber auch eine gute Flexibilität von deinem Muskel. Wenn du Beschwerden im Rücken und Bein hast, bin ich mir sicher, dass diese Übungssequenz dir gut helfen kann. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Ciao!